Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Biblisch Korrekt. Heute nehmen wir uns einer der größten Fragen überhaupt vor. Gibt es einen Gott? Die Existenz Gottes ist ein Thema, das seit Jahrhunderten heiß diskutiert wird. Zwischen Gläubigen, Skeptikern und Atheisten. Und immer wieder kommt eine typische Herausforderung. Wenn Gott existiert, dann beweise es mir. Viele Menschen wollen handfeste Beweise sehen. Eine Art unwiderlegbaren wissenschaftlichen Nachweis für Gottes Existenz. Und ich sage es direkt am Anfang, wir können Gott nicht physisch aufzeigen, wie ein wissenschaftliches Experiment. Aber bedeutet das, dass es keine guten Gründe gibt, an Gott zu glauben? Absolut nicht. In diesem Video möchte ich euch 3 starke Argumente vorstellen, die zeigen, warum der Glaube an Gott nicht nur rational, sondern sogar die logischste Erklärung für unsere Existenz ist. Doch bevor wir starten, dieses Video ist nicht dazu da, irgendjemanden schlecht aussehen zu lassen oder jemanden zu besiegen. Mein Ziel ist es nicht, Diskussionen zu gewinnen, sondern ehrliche Fragen zu stellen, die Nachdenken anregen. Also bleibt bis zum Ende dran, denn vielleicht entdeckt ihr heute eine neue Perspektive. Argument Nummer 1. Das Schöpfungsargument. Lasst uns ganz von vorne anfangen. Warum gibt es überhaupt etwas anstatt nichts? Alles, was einen Anfang hat, muss eine Ursache haben. Ein Gebäude existiert, weil Architekten und Bauarbeiter es geplant und gebaut haben. Ein Gemälde existiert, weil ein Künstler es erschaffen hat. Ein Buch existiert, weil ein Autor es geschrieben hat. Nichts entsteht einfach so aus dem Nichts. Nun, unser Universum hatte auch einen Anfang. Die moderne Wissenschaft bestätigt, dass das Universum nicht ewig existiert, sondern einen Startpunkt hatte, die sogenannte Urknalltheorie. Diese beschreibt diesen Moment, in dem Raum, Zeit und Materie aus dem Nichts entstanden sind. Das Problem: Wissenschaft kann nur erforschen, was innerhalb von Raum, Zeit und Materie existiert. Aber der Ursprung des Universums liegt außerhalb von Raum, Zeit und Materie. Das bedeutet, die Ursache des Universums muss übernatürlich sein, ewig, nicht an Raum und Zeit gebunden und unermesslich mächtig. Das ist genau die Definition, die wir in der Bibel von Gott finden. Ein typischer Einwand hier wäre: aber was ist, wenn das Universum einfach schon immer da war? Das Universum expandiert. Das wissen wir aus der Physik. Würden wir die Zeit zurückdrehen, kämen wir zu einem Punkt, an dem das Universum noch nicht existierte. Es musste also erschaffen werden. Also frage ich dich, was ist logischer? Dass das Universum ohne Ursache existiert oder dass es einen Schöpfer gibt, der es ins Dasein rief? Argument Nummer 2, das Designargument. Nun, selbst wenn man akzeptiert, dass das Universum eine Ursache haben muss, stellt sich die nächste Frage. Warum ist das Universum so unglaublich präzise auf Leben abgestimmt? Nehmen wir ein Beispiel. Ein Laptop ist hochkomplex. Es besteht aus zahlreichen Einzelteilen, die perfekt zusammenarbeiten müssen, um zu funktionieren. Und niemand würde behaupten, dass dieser Laptop sich durch zufällige Explosionen in einer Fabrik selbst zusammengebaut hat. Aber unser Universum ist unendlich viel komplexer als ein Laptop. Unser Sonnensystem ist perfekt positioniert, sodass Leben auf der Erde möglich ist. Die DNA in unserem Körper enthält mehr Information als ganze Bibliotheken und unser Gehirn ist leistungsfähiger als jeder Supercomputer. Die Wahrscheinlichkeit, dass all das durch puren Zufall entstanden ist astronomisch gering. Ein typischer Einwand hier: aber Evolution hat doch alles über Millionen von Jahren geformt. Ja, es gibt Mikroevolution innerhalb einer Art, aber keine Hinweise darauf, dass ein Fisch irgendwann mal ein Vogel wurde oder ein Affe zum Menschen. Außerdem kann Evolution nicht erklären, wo Leben ursprünglich herkam. Leben kann nicht einfach aus unbelebter Materie entstehen. Das hat noch nie jemand beobachtet. Also woher kam das erste Leben? Wenn wir einen Laptop einem intelligenten Designer zuschreiben, wie viel mehr sollten wir dann das Universum einem Schöpfer zuschreiben? Argument 3. Das moralische Argument. Nun kommen wir zur nächsten großen Frage. Warum haben wir überhaupt Moral? Warum wissen wir instinktiv, dass es falsch ist zu lügen, zu stehlen
oder unschuldige Menschen zu töten. Tiere folgen Instinkten. Menschen haben ein Gewissen. In jeder Kultur auf der Welt gelten bestimmte moralische Prinzipien. Wir empfinden Empathie, Mitgefühl und haben ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Aber warum eigentlich? Wenn das Universum nur aus zufälligen chemischen Prozessen besteht, dann gibt es keinen objektiven Grund, warum etwas gut oder böse ist. Ohne Gott wäre Moral rein subjektiv. Dann wäre es einfach eine Frage der Meinung, was gut oder schlecht ist. Aber wir alle wissen tief in uns, Moral ist real. Wir wissen, dass es falsch war, was Hitler getan hat. Wir wissen, dass es falsch ist, unschuldigen Menschen Leid hinzuzufügen. Das bedeutet, dass es eine höhere, objektive Moral gibt, eine Moral, die nicht einfach durch menschliche Meinung entstanden ist, sondern von einem höheren Gesetzgeber stammt. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Gott hat sein Gesetz in unser Herz geschrieben. Wenn wir uns die Welt anschauen und sie nur durch die materialistische Brille betrachten, also glauben, dass es nichts Übernatürliches gibt, nur Materie und Zufall, dann stoßen wir sehr schnell auf 4 Behauptungen, die völlig unlogisch und niemals beobachtbar sind. Erstens, Existenz entsteht aus Nicht-Existenz. Oder anders gesagt, etwas entsteht aus nichts. Bislang konnte und wurde so etwas noch nie beobachtet. Zweitens, Ordnung entsteht aus Chaos. Hier wird behauptet, komplexe, geordnete Strukturen wie unser Universum, unsere DNA und unsere Gedanken entsteht einfach zufällig aus purer Unordnung heraus. Aber das widerspricht jeglicher Alltagserfahrung. Wenn du einen Haufen Legosteine in die Luft wirfst, kommt dabei kein Raumschiff raus. Drittens, Leben entsteht aus Nichtleben. Das bedeutet, aus toter, unbelebter Materie, also Steinen, Staub und Chemikalien, entsteht einfach so Leben. Aber egal wie oft man es versucht hat, niemand konnte jemals beobachten, dass Leben spontan aus Nichtleben entsteht. Und dabei versuchen Wissenschaftler das seit Jahrzehnten. Und viertens, das Persönliche entsteht aus dem Unpersönlichen. Das heißt, Dinge wie Bewusstsein, Wille, Emotionen, also all das, was uns als Mensch ausmacht, soll angeblich aus reiner, nicht denkender Materie entstehen. Aber wie soll das bitte gehen? Wie kann etwas, was kein Bewusstsein hat, plötzlich Bewusstsein hervorbringen? Wenn du ehrlich bist, all das verlangt mehr Glauben als der christliche Glaube selbst. Denn die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, also Zeit, Raum und Materie. Ein persönlicher, intelligenter Schöpfer steht am Anfang von allem und nicht Chaos, Zufall und Leere. Fazit: Welche Erklärung macht mehr Sinn? Zusammengefasst haben wir 3 Argumente. Das Schöpfungsargument, alles was einen Anfang hat, braucht eine Ursache und Gott ist die beste Erklärung dafür. Das Designargument, das Universum ist viel zu komplex, um durch Zufall entstanden zu sein. Es braucht einen intelligenten Designer. Das moralische Argument, unsere Moral weist auf einen moralischen Gesetzgeber hin, Gott. Natürlich kann jeder für sich entscheiden, ob er diese Argumente akzeptiert oder nicht. Aber ich hoffe, dass sie euch zum Nachdenken bringen. Denn wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist die wichtigste Frage nicht, ob er existiert, sondern was das für dich persönlich bedeutet. Oft stelle ich die Frage, wenn Jesus tatsächlich Gott ist und es stimmen würde, würdest du dann an ihn glauben? Oftmals ist die Antwort nein. Bedeutet, dass es ist kein intellektuelles Problem, sondern ein Problem im Herzen. Sprich, man kann so viele Argumente wie möglich darstellen. Es wird nichts verändern. Es liegt daran, dass man nicht möchte, dass es stimmt. Daher ist dieses Video gedacht als Impuls für jeden Einzelnen da draußen. Ob ihr daraufhin euch auf die Suche macht, um die Wahrheit rauszufinden, liegt ganz bei euch. Zu diesen genannten Argumenten gibt es noch so viel mehr Beispiele und Argumente, die zeigen, dass es einen Gott gibt. Und nicht nur irgendeinen Gott, sondern den aus der Bibel, Jesus Christus. Auf diese werde ich aber in einem anderen Video nochmal tiefer eingehen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr Fragen habt oder eure Meinung dazu teilen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, mit euch darüber zu diskutieren. Falls ihr noch mehr über den Glauben erfahren wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keines der neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Gott segne euch.